Liebe Jungfrauen, hier kommt euer Januar-Update für den ersten Monat im neuen Jahr fürs Kollektiv der Jungfrauen. Wir schauen mal, was ich euch hier mitgeben darf. Denkt dran, es ist eine kollektive Legung und wir haben für euch schon mal das 4. Haus. Das ist ein Haus des Elementes Wasser, da sind die Sternzeichen Krebs, Fische und Skorpion zu Hause. Hier geht es um eure Familie, die Ahnen, um euer Heim. Und unten haben wir das 2. Haus, ein Haus des Elementes Erde. Da gehört ihr selber dazu, Stier, Steinbock und Jungfrau. Und es geht um eure Talente, euren Besitz und auch eure Werte. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Ich lasse die nur springen, das kann sein, das dauert einen Moment. Und ich sehe hier für die lieben Jungfrauen, ich versuche euch möglichst viele Szenarien zu nennen. Entscheidungen, Wege, Möglichkeiten, Optionen, einen Neubeginn auch zu starten, etwas Neues zu kreieren oder aber Entscheidungen, die ihr vielleicht mit Kindern habt zu treffen. Das kann im kleineren Bereich sein. Es kann ja auch darum gehen, Kindern auf den Weg zu helfen. Ja, irgendwie habt ihr einen Konflikt im Kopf, auf der bewussten Ebene denkt ihr vielleicht drüber nach, wo es Konflikte gibt, wo ihr euch streitbar machen dürft, oder es hängt euch irgendein Gespräch nach, das euch sehr beschäftigt. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir die Beziehungskarte, die Verbindlichkeitskarte, die Verträge, die Kreisläufe vielleicht auch. Etwas, was sich wiederholt. Hier natürlich eine gute Chance, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Der sitzt hier im Unterbewusstsein drin. Das müsst ihr nicht mal merken, jeden Tag, dass ihr eine ewig gleiche Mühle tritt oder gleiche Verhaltensmuster anwendet, die dann immer wieder zum gleichen Endprodukt führen. Wir haben mit der Sense in der jüngeren Vergangenheit auch die Schnitte, die Verletzungen, die Verkürzungen, die es hier in deinem Leben gegeben hat. Vielleicht hängen dir auch so Beziehungsthemen noch nach, wo Trennungen stattgefunden haben. Man sieht das Verarbeiten von Verletzungen. Oder aber auch irgendwie so, ich sag mal, Gespräche, die dich getroffen haben oder betroffen gemacht haben, ne? Jetzt fährst du hier ein bisschen mit Hindernissen durch den Januar. Lass dich davon nicht beeindrucken. Manchmal kommt ein Hindernis deshalb, damit du einen neuen Weg finden kannst, der hier aus deiner Sicht dein Sicherheitsleben ein bisschen auf den Kopf stellt. Das heißt, hier können ungewöhnliche Wege entstehen oder Wege generiert werden, die so nicht angedacht waren. Du hast hier den Schlüssel in deinem eigenen Haus, ne? Also das sind hier schon diese Voraussetzungen, wo man auch, ich sag mal, die Möglichkeit hat, einen Erfolg einzufahren, mit einer gewissen Sicherheit einen neuen Weg zu gehen. Oder aber auch mit Sicherheit eine Blockade zu überwinden, die mit einem alten Muster oder einem alten Schmerz hier zu tun hat. Du wärst dir eigentlich ganz klar, wenn nur das Umfeld nicht wäre, wo immer wieder dann auch Dinge kommen, wo du selber denkst, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, da muss ich mich jetzt anpassen oder ich muss mich irgendwie mitdrehen. Also bei dir kommt die Unklarheit aus dem Umfeld, aber das nur für einen kurzen Moment im Januar, denn wir haben hier den Klee. Der verkürzt dir auch Wege, der gibt dir mehrere Optionen, der bringt dir Alltagsglück mit und alles, was du hier vielleicht als Hindernis in den Weg gestellt kriegst, kannst du hier mit Bravour überstehen.
Es kann hier auch sein, dass es darum geht, eine Verstrickung aus der Vergangenheit zu beenden. Es kann sein, dass eine wichtige Person weiblicher Art hier in dein Leben tritt, die dir irgendwelche guten Impulse gibt, die du vorher nicht hattest, ne? Außerdem sieht man das Bearbeiten von Mutterthemen hier bei dir. Neue Wege anstatt Umweg. Regeneration der Vergangenheit. Die Vergangenheit könnte bei dir auch anklopfen im Januar. Und es können hier die Hindernisse, Trigger aus der Vergangenheit sein. Das haben wir hier ja ganz genau, ne? Möglicherweise nimmt hier etwas einen gleichen Kreislauf ein, wie du ihn schon immer kennst, und du denkst dir nicht schon wieder, neue Person, gleiches Szenario irgendwie. Die Karte gehört hier leider nicht rein. Ja, und es wird hier Zeit, dass du ein bisschen runterkommst, dass du dich rausnimmst, ja, dass du dir auch selber nicht im Weg stehst. Und es geht einfach darum, eine Möglichkeit zu finden, dass du nicht so angespannt hier durch verschiedene Trigger der Vergangenheit durch den Januar gehst, sondern dass du die hier auch Auszeiten nimmst, das Alltagsglück genießt, dich nicht auf Hindernis und Schmerz auch fokussierst. Die Karte, die jetzt da noch dabei war, das war der Vollmond. Das heißt, hier möchte auch was zu Ende gebracht werden, einen Abschluss finden. Ja, und da haben wir ja schon den Trigger mit der 8 der Luft. Habt ihr so die Illusion, in die Falle gegangen zu sein? Das letzte bisschen Selbstvertrauen fehlt, um hier bewusst zu handeln. Oder ihr habt auch irgendwelche Ängste, irgendwas herauszuprovozieren. Also es steht auf der Karte die Illusion, irgendwo in die Falle gegangen zu sein. Das ist nicht unbedingt die Realität. Stärke wird wichtig für euch. Ich habe sogar euer eigenes Zeichen mit dabei. Also die Jungfrau an sich, das Element Feuer ist hier auch nochmal drauf. Und ihr habt so klärende, reinigende Prozesse hier. Eigentlich habt ihr alle Elemente dabei, wenn ich es gerade sehe. Also es geht um sehr viele Themen, um sehr viele Möglichkeiten, um sehr viele Verbindlichkeiten, um sehr viele Kreisläufe auch. Hier kannst du, wenn der Berg zu groß wird, deine Vorgehensweise ganz locker in kleine Schritte einteilen. Du hast mit dem Klee natürlich auch die Aufforderung, such dir einen kürzeren Weg, mach etwas kleiner, verkürze etwas, wenn dir der Berg zu groß ist oder zu hoch, oder auch die Herausforderung. Na. So, guck mal, hier hast du mit der Schafgabe, dass dir nichts passieren kann. Deine Aura wird gestärkt, hier hast du den klärenden, reinigenden Prozess und du wirst hier in deine Mitte gelenkt. Passt ja gut, weil hier hast du ja vielleicht auch Ängste, irgendwie was in Bewegung zu bringen oder auch zu handeln. Ja, und es kann sein, dass du hier, wir haben ja hier auch die Trigger in diesem Monat, sensibel oder auch hochsensibel reagierst, oder dass dir einfach bewusst ist, dass in deinem Leben viele verschiedene Dinge anders ausgelegt sind als bei anderen und daher auch oft Missverständnisse kommen. Der Engel der Hochsensibilität sagt dir hier, dass das ein Geschenk ist und keine Strafe, ne? Okay, liebe Jungfrau, ich wünsche dir einen schönen Januar. Ich drücke dich, bis bald.